Almost all of my great-grandparents came from Germany, and some of them been to concentration camps. My great-grandmother lost 4 of her sisters in the Holocaust. They had to escape their countries. One of my grandmother had to do this long route along Europe. Um ehrlich zu sein, war das bei uns in der Familie immer ein Tabuthema. Wir haben da nicht drüber geredet. Ich weiß es nicht. Ich kenne Tendenzen. Ich weiß, dass es diese Tendenzen der nationalsozialistischen Bewegung auch bei uns in der Familie gab. Ich weiß auch, dass es mehr waren als eigentlich erwartet. Aber ich habe nie darüber geredet. Her name is Ilse. They went from Germany to France and then they went to Auschwitz. And her parents was killed in Auschwitz and she escaped to Switzerland. And the SS chased her and didn't get her, I think. Meine Oma, die ist nach dem Krieg geboren, mein Großvater ist während dem Krieg geboren und mein Großvater redet generell nicht viel. Ich weiß, dass seine Familie damals auch schon Landwirtschaft hatte. Die hatten in der Nähe von Norden einen Hof und bei meiner Oma weiß ich, dass ihr Vater in Kriegsgefangenschaft in Ägypten und in Griechenland war. They came from Russia and from Romania and they were here, I think. And from my father's side, they were in Uruguay, I think. So they didn't have like something to do with the Holocaust. Ich weiß, dass mein Urgroßvater, meine ich, in der SS war. Also er hat aktiv daran teilgenommen. Und das motiviert mich tatsächlich sogar noch mehr, dagegen was zu tun. Weil ich finde, dass ich weiß nicht, aus welcher Motivation er damit gemacht hat. Ich weiß ja nichts über meinen Urgroßvater, aber ich weiß, er war ein Teil davon. Und das finde ich sehr schlimm. My grandfather, who passed away a year ago, was the last Holocaust survivor in my family. He was born in Czechoslovakia, in the Czech Republic today. And after the Nazis came into the country, I think 2 or 3 weeks, his mother could get him out in the Kindertransport. Wirklich viel, was jetzt mit meinen Urgroßeltern passiert ist, weiß ich nicht. Ich habe meinen Großvater kennengelernt, er war Soldat in der Wehrmacht, war in Frankreich stationiert und man kann es deutlich sagen, ich glaube, er war überzeugt von dem, was er getan hat. Auf der anderen Seite gibt es eine Geschichte, die ich lange Zeit nicht wusste und die ich tatsächlich erst vor kurzem erfahren habe, die mir mein vor kurzem verstorbener Vater kurz vor seinem Tode erzählt hat, nämlich die Geschichte seines Großvaters, der ein überzeugter Kommunist war und immer wieder inhaftiert wurde aufgrund seines Widerstandes gegen die Nazis. Und letzten Endes in das Konzentrationslager Sachsenhausen gekommen ist und dort umgebracht wurde. All my 4 grandparents came from Germany, okay? One couple, they didn't talk about the Holocaust. We knew that all the family was murdered in the Holocaust. Meine Oma wurde im heutigen Polen geboren und hat als Kleinkind dann nur den Zweiten Weltkrieg so ein bisschen miterlebt. Mein Urgroßvater war wohl auch im Zweiten Weltkrieg dann gefallen, aber mehr weiß ich eigentlich auch nicht über die Geschichte von meiner Familie. They ran away. They was in Israel after the Holocaust, and then, but we don't have someone who died in the Holocaust. Thanks God, all of them survived. Ich weiß nur, dass mein Opa damals zum Beispiel auch im Krieg sein musste und dort auch kämpfen musste. Aber ja, viel von dieser Zeit weiß ich tatsächlich nicht, weil ich mich früher zum Beispiel nicht damit auseinandergesetzt habe, was ich sehr, sehr schade finde im Nachhinein. Vor allem, wenn dann die Angehörigen dann auch sterben und man nichts davon mitbekommen hat. Aber ja, es ist halt
hat mir jetzt gezeigt, dass man wirklich sich auch schon als Kind damit beschäftigen sollte und dass auch Eltern ein bisschen mehr auf die Kinder drauf zugehen und mit den Kindern darüber reden und sagen zum Beispiel, hey, sprech doch mal deinen Opa auf die damalige Zeit an oder so. Ich habe mir dann in den letzten Tagen des Projekts Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich selber über meine Familiengeschichte weiß in Bezug auf das Dritte Reich, in Bezug auf den Holocaust und habe mir eingestehen müssen, dass ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe. Ich habe irgendwann mal ein bisschen Ahnenforschung betrieben im Rahmen des Geschichtsunterrichts, wo wir halt irgendwie einen Stammbaum machen sollten, habe aber nur die Namen und Geburtsdaten meiner Urgroßeltern, Urgroßeltern rausgefunden und nicht, was sie gemacht haben, was sie für Personen waren. I have actually a family in I had actually a family in Romania and in Poland, and a lot of them were died in the Holocaust. But I don't know a lot about them. I don't know a lot about the story. I just know that they died. This is the end. So I want to see this place called Europe. Around the ceremony, it was really meaningful. Like it really had a strong place in my heart, strong feeling. My family members, my people were shot and killed and they had to hide and run away. It was terrifying. Sie hat gemeint über ihre Großeltern oder was. Verstehst du, sie ist hier nahe gekommen. Bei mir ist das auch so manchmal. Manchmal gehe ich auf den Friedhof mit Gerda und ich sage das gerade. Da laufen mir die Tränen runter. I was very moved by that the Albrecht came with us, a Holocaust survivor that was released in Bergen-Belsen. I hoped he would be okay. My words were for him because I can't imagine. They grabbed you like a criminal, and they gave you right over to the Gestapo. And what happened? Into the concentration camp. And nobody wanted to believe that a country like Germany, with a high society, everybody could read or write. That was not a banana republic like South America or Africa or somebody, that they could do this to us. My folks, for instance, they were German, like these kids from Israel, they're Israelis, and somebody else is from France, and so forth. But we were Germans, only our religion was not decent or whatever it was. One Sunday I went to buy ice cream on a near Conditoria in our street, and on the door was a big placard with an ugly black man and a black dog, and they were written to Jewish and dogs entered forbidden. It was very ugly, but I went in and I bought the ice cream and I went home and I told what I have seen, but from this moment everything finished. Everything started to collapse. All of a sudden, I have seen my parents next to the radio and the shouting of Hitler, and there were the Leil Havdalah, the Leil of when they were burning the books, and Goebbels shouting, now the end of the Jewish intellectual. This I remember. I was only 8 years old, and I remember the screaming. Bergen-Belsen was a cemetery above ground, because there were thousands of dead people lying around here, but they were not buried.
So they came with a bulldozer, with a front loader, and they dug out a big mass grave, and they forced the few soldiers, SS men and SS women who were still in Bergen-Belsen, to pick up these dead corpses and throw them into the mass grave. So you will see when you go on the grounds there are graves with 5,000 dead people who were not buried when we got there. We were in Auschwitz. We didn't know what is it, what kind of a ghetto. We have seen the flame and the factory. We thought it is a factory where the men are working, and okay, good. But I must not say how it was in Auschwitz, that they shaved our hair, they took our clothes. Every week Dr. Mengele came and he took the good-looking women for work and the bed, which were already thin, to the gas chamber. When you were liberated, did you know where is your family? No, nothing. So nothing. you went along, or was I was alone. My brother was going with a dead march near where the Russians came into Europe. My sister was sent to Ravensbrück, and they were filled up. That was also a concentration camp. The teacher said, Eva, come, say something to the children. I don't know what to say. And Amir says, you know, you have been there. Suddenly in you says something, okay, for these people which can't speak, for these children which were not alive, which didn't have the mazal to have children like I have. And if you are a mother and you are already 50, so it's difficult when you are 20 or if you are 50. So I said, okay. And I started with the kings and with the river, with the Moldova and with the beautiful Czechoslovakia. If the survivors, the last few survivors, are all 90 and plus, and it's going to be history. You could read about it in books, maybe. That's about all. The second gen, yeah, I asked this young lady here, DP, she didn't know what it meant. You know, just what it is. Oh, wow. The house and you. Zu Eva Erben muss man sagen, sie ist eine total junge Seele. Also sie ist so jung geblieben und sie ist so cool drauf und mega locker. Mit welcher Motivation sie uns dann auch von sich andere Geschichten für die Familie erzählt hat, wo sie uns durchs Haus durchgeführt hat, das war unfassbar. Dieser Horror, also dieser Schrecken, der dort passiert ist, das, was sie empfunden hat, das ist unvorstellbar. We need to keep the memory alive. It's a must, I think. We are talking about one person or maybe a group of people who made miracles in a sense, in a way. Don't forget the other victims, 6 million of our of Jews, among them about 1 million children, babies, like my cousin, Moritz Windmüller, son of Solomon. I cannot forget him. Also ich glaube, dass der Titel des Projektes wirklich auch das Programm widerspiegelt und meine Beobachtungen als Teilnehmer jetzt des Besuches in Israel, aber auch von Veranstaltungen, die wir hier in Emden durchgeführt haben, ist, dass es sehr gut funktioniert hat. Es war nämlich neben Memory auch ganz viel Alive zu sehen. Man konnte also sagen, dass die jungen Leute aus meiner Sicht es faszinierend verstanden, sich einerseits mit der Geschichte auseinanderzusetzen, die ja auch sehr viele bedrückende Elemente hat, diese Auseinandersetzung, und andererseits eben auch ihre jugendliche Begegnung zu feiern und sozusagen dem Ganzen mit Lebendigkeit auch zu begegnen. Und ich glaube, das war überhaupt kein Widerspruch.
teach the kids how terrible men can be to each other and how people in the end are the same. And that's the importance of and because of that, I'm sure that this project will help to keep the memory alive. Ihr seid nicht verantwortlich für das, was geschehen ist. Aber jeder Einzelne ist verantwortlich dafür, da aufzupassen, dass es nicht wieder so weit kommt. Man läuft halt lang und sieht überall diese Gräber und diese Erinnerungen. Und besonders als wir am Ende in so Gruppenarbeit dann auch nochmal langgelaufen sind und so Biografien einzelner Personen bekommen haben. Man weiß, dass das halt mal eine Person war und man sieht über deren Leben, aber man weiß halt auch gleichzeitig, dass es früher abgeschnitten wurde, als es hätte sein sollen. Es war uns eine Ehre, Yad Vashem zusammen mit Zvi Herschel, Nathalie Herschel und Jessica Herschel, Zvis Enkeltochter, zu besuchen. Und besonders beeindruckend fand ich eigentlich auch dieses Tal der Gemeinden. Das war architektonisch total beeindruckend und aber auch einfach wirklich nochmal zu sehen, dass diese 6 Millionen Juden, das ist ja immer so eine schwierige Zahl, das zu fassen, aber zu sehen, in wie vielen Gemeinden die gelebt haben, dass da dann jeweils hinter diesem Gemeindenamen eine relativ kleine, überschaubare Gruppe von Leuten steckt, das war nochmal eine ganz neue Erfahrung für mich. Ich glaube, für die Schülerinnen und Schüler war die Teilnahme an diesem Festakt für die Exodus etwas, was sehr fremd wirkte. Denn es war eine sehr israelische Veranstaltung, das kann man sagen. Aber ich glaube, gerade das war etwas, was eben halt auch auf einer emotionalen Ebene sehr deutlich gemacht hat, dass dieses Schiff nicht einfach nur die Geschichte eines Schiffes und seiner Menschen ist, sondern dass dieses Schiff tatsächlich als Geschichte etwas ist, was für Israel von ganz besonderer Bedeutung ist. It's really something special in the atmosphere here because they're so connected to each other and they're really connected to their history. The story of the Israeli pioneers, the Zionistic pioneers that came to Israel in order to leave the diaspora and build a state. And I think that building a state and believing in the ability to create a model society and a flourishing country with all the problems and the challenges, I think it's in one aspect it's a miracle, and in the other aspect it's a very pragmatic step to do, and I'm very proud to be here today. Dieses Projekt hat mir sehr, sehr viel bedeutet und ich bin froh daran, teilgenommen zu haben. Es war einfach wahnsinnig aufschlussreich. Vor allem auch in den letzten Wochen ist mir dann nochmal viel mehr bewusst geworden, was jüdisches Leben eben auch heute bedeutet, dass das Projekt sich nicht nur um die Vergangenheit dreht, sondern eben auch halt mit dem Austausch um die Gegenwart. Being at the culture, at the home place, it really see the future, really see a new path of German, new thinking about the youth, German people, and the communication, you know, to open the heart for not just German, for everybody, to see new people, new lives, new everything. Die Teilnehmerinnen dieses Projektes gewachsen sind, wie sie Israel kennengelernt haben, wie sie die Geschichte hautnah erlebt haben. Und ja, wie sie tatsächlich zu Persönlichkeiten geworden sind, die auch für sich erkannt haben, welche Verantwortung auch sie tragen. Daraus kann man halt auch für sein eigenes Leben lernen und dann in Zukunft überlegen, wie man an diese Person erinnert.
The fact we did it with German students, it really meant a lot because we saw it in other perspectives. I said it to many students that you can't blame me for something that my grandfather did, so I won't blame you, but we still need to remember it together and not as separated sides. Wir müssen das auf jeden Fall weiter auch an die nächsten Generationen weitertragen, damit es halt einfach nicht passiert, weil man sieht immer noch, dass es halt diesen Judenhass oder allgemein Hass gegenüber anderen Menschen gibt es immer noch und dagegen muss man halt vorgehen. Was bedeutet es eigentlich für die Zukunft? Was bedeutet es für die nachfolgenden Generationen? Was bedeutet es für die Leute, die jetzt in Israel leben? Im Nachhinein finde ich es wirklich sehr, sehr gut, dass ich bei diesem Projekt mitgewirkt habe. Also die Verbindung zwischen den Israelis und den Deutschen war wirklich besonders und auch interessant. Es war toll, das war großartig, es war eine der besten Zeiten und intensivsten Zeiten meines Lebens. Me and Khali invited them next year to our party and things like this. We want to stay connected.